Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Haustour auf unserem Kanal im Format zu Gast. Ich bin der Markus von Castle Media. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir dürfen euch heute mitnehmen und zwar in eine der exklusivsten Wohnungen, die es in Wien derzeit am Markt gibt. Um 8,6 Millionen Euro wird dieses Penthouse von Lifestyle Properties vermarktet und steht es zum Verkauf. Wir haben hier 308 Quadratmeter Wohnfläche, eine 5-Zimmer-Wohnung mit 3 Bädern, mit 4 WCs, 138 Quadratmetern Terrassenfläche, wobei 3 Terrassen aufgeteilt sind, eine Balkon und eine Loggia. Wir haben hier auf dieser Dachterrasse, hier rechts neben euch ist er schon, wir zeigen euch noch nicht, kommt später, einen Rooftop Pool. Insgesamt gibt es maximal 10 im ersten Bezirk, die das haben, im gesamten ersten Bezirk, und das ist eine der wenigen, die am Markt ist. Obwohl das Haus 1872 gebaut worden ist, es war vorher eine Residenz eines Grafen, ist es komplett kernsaniert. Von außen hat es immer noch den Charme und natürlich die Altbauoptik, die man hier in Wien im ersten Bezirk sucht, aber innen alles modernisiert worden, von den Fenstern bis zu den Böden der Heizung, das Stiegenhaus, auch der Lift natürlich. Wir stehen jetzt hier im Schlafbereich. Alles samt mit Eichendielenboden belegt. Wir haben eine Fußbodenheizung in der gesamten Wohnung, im gesamten Haus und eine Deckenkühlung. Vor allem hier im Penthouse dann, hier noch nicht, aber vor allem wenn wir weiter oben gehen, dann ist das Thema Wärme immer natürlich ein großer Punkt und die Deckenkühlung sorgt hier dann wieder für die Lösung. Hier zu eurer Linken ist der Zugang zum Master Bedroom, zur Master Suite. Heute müsst ihr ein bisschen mehr Fantasie in die Immobilientour mit einbringen, weil die Wohnung nicht eingerichtet ist. Stellt sich vor, hinter mir seht ihr eine Glasfront, das ist das Bad en Suite, da kommen wir gleich dazu. Aber das Schlafzimmer hat einen riesen Vorteil, weil wir hier Richtung Süden ausgerichtet sind. In den Innenhof ist das einzige Schlafzimmer mit einem privaten Balkon an der Stelle. Richtig gut gelöst, bringt sehr viel Licht auch nochmal hier rein. Und hinter mir seht ihr die Anschlüsse links und rechts, die Nachttische und eben das Bett, das hier positioniert werden würde. Der Fernseher, ebenso SAT-Anschlüsse, etc. sind alle hier auf dieser Wand. Daneben eine Schiebetür für den Ankleideraum. Und dann darf ich euch schon begrüßen in meiner Meinung nach einen sehr zeitlosen und stilsicher gehaltenen Badezimmer. Begrüßt werden wir hier von den anthrazitfarbenen, leicht gemusterten Feinsteinfliesen in XXL-Größe, auch hier bis zur Wand hochziehend, zumindest hier bis zu der Höhe. Und wir haben hier eine wunderbare Auswahl der Armaturen, aber auch der Waschtische oder auch der Badewanne hier von Villeroy und Boch, auch wie das WC. Aber vor allem die Armaturen sind hier auch sehr speziell. Zu ihrer Linken bei der Badewanne könnt ihr sehen, die in Bronze, Gold, je nachdem wie man es beschreiben möchte, Armaturen, den Duschkopf, Armatur darunter, allesamt auch hier beim Waschtisch, die beiden hier mit goldenen Bronzeakzenten von Dornbracht, gebrandet mit den Namen des Projektes hier. Wenn man hier zu eurer Linken rüber geht, kommt man zur Dusche, und wenn man zur Rechten rüber geht, kommt man zum WC. Und hinter euch ist das Highlight von so einem Badezimmer in Wien mit einer finnischen Sauna. Perfekt für 1 bis 2 Personen. Aber ich würde sagen, wir schauen direkt den Gang raus, dann zeige ich euch die beiden Gästeschlafzimmer oder auch Kinderschlafzimmer. Vis-à-vis vom Master Bedroom haben wir hier 2 Eingänge zu den beiden Schlafzimmern, jeweils mit einer Schiebetür, die man natürlich auch abschließen kann, mit einem Bad en Suite. Bei beiden Bädern ist nicht an der Qualität gespart worden, es gibt qualitativ keinen Unterschied zum Badezimmer des Master Bedrooms. Das einzige ist, dass die finnische Sauna fehlt. Aber beide verfügen über eine Badewanne, wieder von Villeroy und Boch, und natürlich die Armaturen von Dornbracht, überall durchgezogen. Beide haben eine Westausrichtung und sind vom Grundriss her komplett gleich, nur dass sie eben in der Mitte gespiegelt wurden. Und ein sehr, sehr cooles Feature, speziell von diesem Penthouse, es gibt insgesamt 2 Penthäuser, die über das überhaupt verfügen. Und nur eins steht noch zum Verkauf. Und das ist hier das. Ihr seht hier hinten einen Stein, der zieht sich hier bis zum ersten Geschoss hoch. Genauer gesagt 7,5 Meter hoch, und das ist ein Brunnen. Wird hier das Wasser hochgepumpt und man kann hier die ganze Zeit zuschauen, wie das Wasser hier runterfließt beim Stiegenhaus. Gleichzeitig, um das auch natürlich anschauen zu können, haben wir hier ein geschwungenes Stiegenhaus bis hoch mit einem Edelstahlgerüst, wo hier die gebogenen Glasscheiben eingesetzt worden sind, und der Boden zieht sich auch wieder hier bei den Stufen durch.
Und wenn wir hier einen Stock höher gehen, dann sind wir schon im lichtdurchfluteten Wohn-Essbereich. Und auch hier im Wohn-Essbereich auf 100 Quadratmetern hört man dann die ganze Zeit, wenn man den Brunnen einschaltet, dann hier das Plätschern vom Wasser. Bis hier hoch zieht es sich dann noch und ihr könnt hier gut sehen, eine unglaubliche Fläche. Wie gesagt, 100 Quadratmeter. Hier zu eurer Linken wäre der Ausstieg vom Lift und vom Stiegenhaus. Und ihr könnt es gut sehen, hier ist noch eine offene Feuerstelle, die hier von 3 Seiten einsehbar ist, dann unter anderem die Unterteilung hier zum Wohnzimmer. Ebenso alles aus Eichenholz hier gefertigt und zu eurer Linken eine Fensterfront aus Dachfenstern. Ein cooles und einzigartiges Feature ist das Fenster hinter euch. Das ist ein 2,5 Meter breites Fenster, das sich komplett elektrisch öffnen lässt, nach außen hin. Dann hat man hier wirklich ein Terrassengefühl, obwohl man hier natürlich dann die Couch hat, schaut hier raus mit einem wunderbaren Blick auf den Stephansdom, der von hier wirklich zum Greifen nahe ist. So nah hatten wir noch keine Wohnung am Stephansdom. Und ihr seht es auch, hier nochmal die doppelte Raumhöhe, denn die Dachfenster sind auch hier oben nochmal und die Galerie von der Bibliothek oben. Der Fernseher würde dann seinen Platz hier drüben finden. Aber dieser Platz ist dann hier der gemütliche, wo man zur Ruhe kommt. Der Essbereich, der würde dann hier seinen Platz finden, genau wo ihr jetzt steht. Hier eine riesengroße Tafel hätte Platz mit mehreren Stühlen und dann hier eine riesengroße Fixverglasung, raumhoch mit einem riesengroßen Schiebeelement, in schwarz gehalten, raus auf die erste Terrasse. Wir haben hier draußen wieder Granit-Blumentöpfe, wie man hier sehen kann. Die sind allesamt hier begrünt und bepflanzt. Es sind keine künstlichen Blumen, sondern es sind tatsächlich echte und ist automatisch bewässert. Dann hat man hier ein richtiges Gartengefühl, obwohl man sich hier im obersten Stockwerk im 1. Bezirk befindet. Hinter mir ist der Platz, wo die Küche wäre. Alle Anschlüsse könnt ihr hier gut sehen, mit den Spots darüber nochmal eine LED-Leiste, die sich hier passend natürlich durchzieht von drüben und rechts davon nochmal ein kleiner Stauraum. Wie man es dann gestaltet, ist dem Eigentümer oder der Eigentümerin dann überlassen. Die Stiege verbindet dann nochmal hier nach oben. Natürlich auch der Brunnen, der sich bis hier hochzieht. Und dann steht man schon im obersten Teil der Wohnung. Unter anderem kann es sein eine Bibliothek. Es kann sein hier einfach nochmal ein Areal, wo man ein bisschen entspannen kann, lesen kann. Das ist ein super Platz dafür, denn man hat hier Deckenlicht. Das ist eine Glasscheibe, die auch durchaus was aushält. Das ist nämlich oben als Boden begehbar auf der Dachterrasse. Und richtig schön ist hier noch eine zusätzliche Terrasse, beinahe uneinsehbar hier über den Dächern von Wien. Man ist hier mit Abstand eins der höheren Gebäude hier in der Umgebung. Man hat wirklich hier seine Ruhe auf diesem kleinen Balkon. Gleichzeitig einen sensationellen Blick hier auf die Altstadt und natürlich den Stephansdom. Hier von der Seite sehr, sehr spektakulär, weil man sieht auch das Dach des Stephansdoms betrachten, also den Adler von Österreich. Besser wird der Blick. Das ist eigentlich hier Richtung Norden, dann natürlich nochmal Richtung Süden. Das ist aber nur mehr auf der Dachterrasse beim Pool möglich. Und da schauen wir jetzt hin. Von der südlich ausgerichteten Terrasse vom Esstisch kommt man dann mit einer Stiege hier hoch in ein Zwischengeschoss. Das Zwischengeschoss ist auf der Ebene von der Galerie im Innenraum, direkt hinter dem Stiegenhaus. Und dann stehen wir schon hier, und zwar bei einer möglichen Outdoor Kitchen, sogar überdacht, wie man sehen kann. Alle Anschlüsse sind hierfür gegeben, also wenn man das wollen würde, kann man das gerne machen oder zum Beispiel hier eine überdachte Bar aufbauen. Und ein paar Stufen weiter, dann kommt man schon auf die Dachterrasse. Hier wieder die Granitblöcke begrünt, lassen schon ein wenig die Fantasie spielen, dass man hier oben tatsächlich ein Gefühl von Garten erschaffen kann. Man muss sich jetzt nur mal eine Lounge vorstellen, möglicherweise einen Firepit, dazu unten die Bar, dann hat man hier wirklich ein kleines Paradies über den Dächern von Wien. Und das alles ist jetzt nicht das Ende. Zu eurer Linken haben wir eine Glasscheibe, wie ihr sehen könnt, und da seht ihr schon das Wasser des Rooftop Pools. Der ist beheizt, 7,5 Quadratmeter groß, und die paar Stiegen, die trennen uns dann hier vom obersten Teil der Terrasse. Und von hier hat man einen 360-Grad-Blick auf Wien. Zu eurer Linken würde der Aufzug
quasi wirklich von ganz unten bis hier oben durchfahren bis zum Rooftop. Man müsste die Gäste nicht mal durch die eigene Wohnung lassen, sondern könnte hier direkt bis hochfahren. Könnte quasi hier am Rooftop eine kleine Party, ein Get-Together veranstalten, könnte dann im Nachhinein runter zum Weinkeller fahren und dann das alles inmitten von Wien und direkt nochmal essen gehen, in die Oper gehen, je nachdem wie man es möchte. Hinter euch ist nochmal ein guter Platz, wieder um einen Tisch aufzustellen, eine Lounge, was man nur machen will. Es ist genug Platz für alles da. Man sieht auch hier hinter mir wieder, hier ist die Fixverglasung unten bei der Galerie, wo man von unten natürlich hochschauen kann, von oben aber nicht runter. Hier auch wieder alles mit Glas versehen. Man sieht hier die Schornsteine und natürlich eine unglaubliche Aussicht auf den Stephansdom, über die Dächer von Wien. Hinter euch die Wolkenkratzer der Innenstadt, unter uns die Altstadt und wir sind hier eins der höchsten Gebäude, was uns natürlich sehr viel Privatsphäre gibt. Liebe Leute, das war es leider auch schon wieder mit der Immobilientour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir persönlich war es wieder eine Ehre, euch heute mitnehmen zu dürfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und falls ihr jetzt neu auf den Kanal gekommen sein solltet, lasst gerne ein Abo da oder schaut euch die beiden neuesten Folgen an. Klickt sonst hier oder hier. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht es gut und Servus.